Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Das hier ist Hackbällchensuppe nach dem Rezept von meiner Oma. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Hier habe ich schon die Zutaten dazu, und zwar gehacktes. Ich habe hier gemischten gehacktes genommen, man kann auch Rinder- oder Puttengehacktes nehmen. 2 Eier, Petersilie, Möhren, Paprika, Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch, Paniermehl, halbe Zitrone, Lorbeerblatt, Senf und Pfeffer und Salz natürlich. Es geht los mit Gemüse vorbereiten für die Suppe. Das Gemüse habe ich schon geputzt und geschält, die Kartoffeln und Karotte und die Zwiebel auch. Jetzt werden die Sachen klein geschnitten, außer Paprika und eine Zwiebel. Die kommt ganz für die Brühe in den Topf. Ich habe schon den Topf vorbereitet mit 3 Liter Wasser, Salz und Pfeffer, und es geht los mit Kleinschneiden. Ich habe hier alles klein geschnitten. Eine Zwiebel ist ganz geblieben, wie ich gesagt habe, weil sie kommt dann in der Suppe für die Brühe ganz. Ich halbiere die nur, so, ich schneide ein bisschen in der Mitte, dass sie dann Aroma gibt, und dann kommt auch in den Topf. Die Paprika, die bleibt ganz, die schneide ich auch hier so ein bisschen, weil nachher werden die Sachen dann rausgenommen und weggeschmissen. Lorbeerblatt kommt noch dazu. Und ihr seht, die große Zwiebel habe ich geschnitten, und zwar ganz klein hier für die Frikadellen, für die Hackbällchen nachher. Ach, und sehr wichtig noch dazu ist hier Pfeffer und Salz. Ich habe einen Esslöffel Pfeffer und einen Esslöffel Salz, kommt auch noch in den Topf. Und alles erstmal 15 Minuten kochen lassen. Der nächste Schritt ist, die Hackbällchen zubereiten. Und zwar, ich habe hier den Hack, dann kommt diese klein geschnittene Zwiebeln dazu, Paniermehl, die Eier, Knoblauchzehe, darf nicht fehlen natürlich. Eine Prise Salz und Pfeffer. Und schön umrühren. Ich nehme die Hand dazu. Sieht gut aus. Und jetzt werden die Bällchen geformt dann. Und los geht's. Ich forme die einfach so in der Hand. Jetzt sind die Hackbällchen geformt und die kommen dann in die Suppe. So, jetzt 15 Minuten sind um. Das riecht schon gut. Also die Brühe. Jetzt nehme ich die Paprika und die Zwiebel raus. Und dann gebe die Klößchen rein. Und da werden weitere 15 Minuten gekocht. Und währenddessen brate ich die restliche Zwiebel in Olivenöl. Die Zwiebeln haben jetzt so eine schöne Bräune. Die kommen gleich auch in den Topf. Und dann noch die restlichen Sachen, die wir noch da haben. Und dann ist die Suppe dann soweit fertig. Jetzt kommen die Zwiebeln noch. Senf. Petersilie noch. Und die halbe Zitrone presse ich da rein. Noch ein wenig köcheln lassen. Et voilà! Fertig ist das Abendessen. Die leckere Hackbällchensuppe wird mit Schmand serviert. Hier habe ich schon Schmand hier. Und schmeckt wunderbar.
Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like, abonniert mich, um bei dem nächsten Video dabei zu sein. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und guten Appetit natürlich. Eure Tati. Tschüssi.